mache ich nicht, dann mache ich den Abstandstempomat. In Russland müsse jetzt von einer Krisenreaktion Tesla! Lösungen Wuhu! Tesla! Tesla, 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 Tesla. Ein Tesla. Übereingestimmt, dass die Vernichtung der Mehrheit der Großstädte Tesla! in die Finsternis hinein, während um sie herum Wasser rauschte und während draußen ein Unwetter tobte. Tesla! Endlich mal ein roter. Da! Ein Tesla. Hab ich Bock dazu? Nein. Jahrhunderte her. Damals war ich erst 12. Tesla! Oh, einer der seltenen Tesla mit einem Verbindung E da dran. Mit einem E da dran. Also Elektro. Ich glaube, man kann dieses E ja beantragen, ne? Man muss es nicht, man kann. Tesla! Was sehen meine entzündeten Augen? Ein Tesla! Huhui. So langweilig. Und da fahren 10 Millionen Stück von oben. 10 Millionen Stück oder so. Ich weiß es nicht. Die stehen an jeder Ampel, an jeder Laterne, hinter jeder Hausecke, auf jeder Straße fährt einer. Und deswegen sind die überhaupt, also ist für mich nichts Besonderes. Ich weiß nicht, warum da manche in den Kommentaren schreiben, hui, ein Tesla. Also die stehen wirklich mittlerweile, also ich sehe sie täglich. Ich glaube, ich sehe sie täglich. Naja. Aber wenn ihr Freude daran habt, dann freut euch des Lebens. Schön eng hier bei dieser Firma. Naja, aber es geht ja noch so. Ich will ja übrigens neben das Tor, wo dieser Fentholz jetzt ranfährt. Also muss ich ihn erstmal ausrangieren lassen in aller Ruhe. Ach, scheiße. Jetzt hat er sich den Luftschlauch kaputt gefahren, weil er zu stark eingelenkt hat. Habe ich auch schon geschafft. Also nicht so, aber du, deine Bremse ist fest, ne? Weil der Schlauch jetzt abgeflogen ist, ist die Bremse jetzt reingegangen. Weil wenn so ein Anhänger mal abreißt, damit er nicht nur 100 Kilometer alleine zum Ziel weiterfährt. Ist ja sonst keiner da zum Entladen. Jetzt muss er erst die Bremse lösen. Und dann kann er noch wieder schieben. Naja, er hat die Bremse zu lösen, da ist er anscheinend selber nicht drauf gekommen, vor lauter Schreck. Er war dabei, den Schlauch wieder anzufrickeln. Und zwar hinter diesem Anschluss, hinter dem Metall. Genau danach knickt man das ab. Und dieser Schlauch, der kann das halt nicht ab. Und dann, patsch, geht er kaputt. Und dann stehst du da. Also schneidest du den Schlauch wieder ab, stülpst ihn wieder rauf auf den Dingens, auf den Anschluss und dann, juhu. Ein paar Mal kannst du das machen. Irgendwann ist natürlich der Schlauch auch zu kurz, aber, aber ein paar Mal kannst du es machen. Naja, ich bin zwar hingegangen, aber helfen konnte ich ihm auch nicht. Er war da schon gut dabei, er hat sich entschuldigt, dass es nicht weitergeht und so. Ich sag, du, mach dich nicht verrückt. Ist mir auch schon passiert. Passiert anderen auch. Passiert immer wieder. Das hier wohl regnet oder was? Regnet doch was. Was regnet denn hier? Junge, 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 Junge.
Wasser. Pass auf, bestes Wetter. Schön hier, ne? Alter. Nur im Märchen sterben die Menschen ehrenvoll und schweigend. Im Leben dagegen quälen sie sich lange. Hier an alle Jammerlappen. Nein, es kommt natürlich keiner von hinten, den ich ausbremse. Quollen Blut hervor. Der Kerl war wie ein Schwein geschlachtet worden, sagt. Gut, da hat er uns ja allerlei gesagt. Tatsache bleibt jedenfalls Tatsache. Hier an alle Jammerlappen. Nein, es kommt natürlich keiner von hinten, den ich ausbremse. Zusammentreffen von Umständen und der Gunst der Götter zu verdanken, dass er sich um gut 10 Jahre verzielt hatte. Miralissa stand schon wieder auf den Beinen und fiel flüssig. Hier an alle Jammerlappen. Nein, es kommt natürlich keiner von hinten, den ich ausbremse. Hier an alle Jammerlappen. Nein, es kommt nicht. Nee, Quatsch. Hier passt das nicht. Das ist doch mal hier heute der Tag der netten Gesten, wa? Mein lieber Scharolli. Was ist jetzt los? Was ist denn das hier für ein Mist, Mann? Die Lampen waren voll am Rumeiern. Partei, große Schwester im politisch lagerte. Wenige Wochen vor der Bundestagswahl jedoch herrscht aktuell ein Sonnenschein. Ja, auch PKW mit Anhängerhaken haben wir wohl verboten, ne? Nur so, aber spielt wahrscheinlich keine Rolle. Vor Ort ist unser Landeskorrespondent Michael Watzke. Herr Watzke, hat sich die Harmonie... Ist das anstrengend. Mann. Kannst du nicht pennen, kannst du nicht. Mein Gott, kriegst die Tür nicht auf, kriegst die Tür nicht zu, ich war gerade auf Toilette. Mein Gott, ist das anstrengend. Und dann habe ich so einen Trailer, so ein geparkter, stand da rum. Da war die Tür aus der Hake, also aus dieser Verriegelung gerissen. Die klirrte da immer rum. Bams. Ja, ich dachte, komm, hilf den 20 Kollegen mal. Naja, macht auch schon die Gardinen auf, kann auch nicht mehr. Und... Ich mache mir jetzt einen Kaffee. Er ist auch wach. Ach so, Geschichte weiter erzählen. Dann gehe ich zur Toilette, das ist ein Toilettencontainer, und dann mache ich die Tür auf. Der Wind packt dahinter, reißt mir diese Tür volles Pfund, leider nicht aus der Hand, sondern aus dem Türgriff. Ich hatte den Türgriff in der Hand plötzlich und diese Tür ballert gegens offene Ende. Oder, ne? Alter. Ich dachte, das kann nicht wahr sein, ey. Da habe ich erstmal den Griff wieder zusammengefrickelt. Oh, Leute, ey.
In den Toilettenschüsseln war kaum noch Wasser, das hatte der Wind auch schon rausgedrückt. Durch diese ständige Schaukelei da in den Rohren. Himmel, Arsch und Zwirn. Und hier, ne, kriegst du kaum die Tür auf beim LKW, er kriegt es auch nicht zu. Kriegst du kaum die Tür auf hier beim LKW, um einzusteigen. Es ist ja unfassbar. Jetzt mal pinkeln, ey. Jetzt mal pinkeln. Macht er jetzt? Hängt er ab oder so? Will das irgendwie ruhiger machen? Ich weiß es noch nicht. Fährt er jetzt woanders hin? Keine Ahnung. Gott sei Dank muss ich los, wenn es nachmittags abflauen soll. Dann soll es ja weniger werden. Naja, bin gespannt. Krieg die Tür nicht zu. Oh Mann, ey. Ist das ein ätzender Scheiß hier heute. Das kannst du aber wissen. Fährt er jetzt weg? Fährt jetzt irgendwo in eine Parkbucht zwischen die LKW in der Hoffnung, dass es ruhiger ist da, ne? Das hätte ich auch getan. Mann, ey. Das wackelt. Guck dir doch mal diesen Anhänger an, wie der wackelt, ey. Da so schön auf dem Freien. Alter. Da sollst du mal pennen. Ich feuerte und enthauptete das Ding aus nächster Nähe. Ich war froh, dass John bei mir war. Der 2 Meter große Schleimbeutel hatte die ideale Größe, um sich vorzubeugen und mir ohne Vorwarnung. Was ist hier jetzt los? LKW, bist du bitte Rastplätze anfahren? Warum? Wieso? Ist hier irgendwas gesperrt oder was? Ist doch scheiße, warum steht das da? Ich hab doch Verkehrsfunk an und Navi und alle Scheiße hier. Ich bin gerade erst losgefahren, ich kann doch nicht schon wieder Pause machen. Ist denn da so viel gesperrt noch oder was? Ich fahre doch schon extra eine andere Route. Ist auch alles gesperrt. Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich verunsichert. In der Hand. Und um sie festzuhalten, da geht das nur. Rupf. Tesla. Und wenn man sich trotzdem nicht trennen möchte, wie lassen sich dann solche Dauerbrenner-Themen... Ein Tesla mit einem E-Kennzeichen. Drücke ich jetzt noch auf den Knopf oder was? Ich habe das Video ja eigentlich schon fertig. Ach komm, den schiebe ich da auch noch rein. Ganz ans Ende. Jawohl! Der hat auf jeden Fall keinen Fahrassistenten drin. Der fährt selber. Sonst wäre das nicht passiert. Ja, um mein Haus zu Hause, da mache ich mir keine Gedanken. Da passiert nichts. Da liegt so eine schwere Hypothek auf dem Haus. Also, das geht nicht weg.